Wenn du Kniearthrose hast und nur dein Knie trainierst, übersiehst du wahrscheinlich einen wichtigsten Teil der Lösung. Was die meisten nicht wissen, Menschen mit Kniearthrose haben statistisch gesehen deutlich schwächere und unbeweglichere Füße. Und genau hier liegt die Chance. Eine aktuelle Studie zeigt sogar, ein gezieltes Training für den Fuß- und Sprunggelenk kann Knieschmerzen massiv reduzieren. Teilweise sogar effektiver, als wenn man nur das Knie selbst trainiert. Warum ein stabiler Fuß dein Knie im Alltag entlastet und mit welchen 5 Übungen du deine Schmerzen lindern kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und wenn du jemanden kennst mit Knieschmerzen oder Kniearthrose, schick dieses Video weiter. Das kann wirklich den Unterschied machen. Um zu verstehen, warum der Fuß so wichtig für dein Knie sein kann, müssen wir kurz zuerst anschauen, was bei einer Arthrose im Knie eigentlich passiert. Der Knorpel in deinem Knie ist ein wahres Wunderwerk. Er hat 3 entscheidende Aufgaben. Stoßdämpfung, er wirkt wie ein elastisches Kissen, das harte Druckspitzen abfangen kann. Reibungsminderung, er ist glatter als Eis auf Eis, damit dein Knochen schmerzfrei übereinander gleiten können. Und Lastverteilung, er sorgt dafür, dass dein Körpergewicht gleichmäßig auf die gesamte Gelenkfläche verteilt wird. Und was passiert dann bei einer Arthrose? Wenn der Knorpel dünner wird oder Risse bekommt, verliert das Knie an Stabilität und die Stoßdämpfung wird weniger. Dadurch steigt der Druck auf den darunter liegenden Knochen massiv an, was dann eigentlich die Schmerzen verursacht. Zudem verliert das Knie seine perfekte Führung. Wichtig ist, das Knie arbeitet nicht isoliert. Er wird direkt von deinem Rumpf und von deinem Fuß beeinflusst. Wenn dein Fußgewölbe nach innen kollabiert, das heißt, du kriegst einen Plattfuß, oder die Fußmuskulatur zu schwach ist, um Stoße abzufangen, muss das Knie diesen Job übernehmen. Und genau das kann er ohne einen intakten Knorpel nicht mehr so gut leisten. Außerdem passiert noch etwas. Wenn dein Sprunggelenk zu steif ist, muss dein Knie dieser Mangel beim Treppensteigen zum Beispiel durch viel mehr Eigenbewegung ausgleichen. Das erhöht den Druck im Gelenk noch mehr. Und weil gleichzeitig die Stoßdämpfung vom Knorpel fehlt, landet der Druck ungefiltert auf dem empfindlichen Knochen. Eine aktuelle Studie zeigt, wir können den Knorpel im Knie vielleicht nicht nachwachsen lassen. Aber wir können die Biomechanik so verbessern, dass deine Schmerzen weniger werden. Wenn wir die Fußmuskulatur stärken und die Beweglichkeit im Sprunggelenk verbessern, sorgen wir dafür, dass der Stoß im Fuß abgefangen wird, sodass am Ende deutlich weniger Last direkt in dein Knie landet. Weniger Last gleich weniger Belastung gleich weniger Schmerz. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und wir beginnen mit einer Fußmassage. Dafür wäre es super, wenn du so einen kleinen Ball hast. Wichtig bei dieser Übung bzw. bei dieser Massage, du musst schon ein bisschen Druck aufbauen. Das Ziel ist, dass du die Gewebe in deine Fußgewölbe, dass du da den Ball reinrollst und das alles auch ein bisschen beweglicher bekommst. Dafür setzt du dich als erstes mal hin, platzierst den Ball hinten auf der Ferse und dann Druck nach unten geben und du rollst den Ball vorwärts. Schon mit Druck, bis du vorne an den Vorfuß bist und dann wieder zurück. Versuche die Bewegung ganz langsam durchzuführen. Es geht ja nicht darum, dass du nur hin und her mit dem Fuß wackelst, sondern schon ganz gezielt den Ball an deiner Fußsohle rollst, damit du auch ein oder andere Punkte findest, die vielleicht etwas mehr unangenehm sind. Wenn du den gefunden hast, dann drückst du noch ein kleines bisschen drauf, lässt einen Teil von dem Druck nach und drückst wieder drauf. Nur ein kleines bisschen, der Schmerz nimmt zu, lässt du etwas wieder los und dann wieder drauf.
Nicht komplett lösen und den Druck nur so doll erhöhen, bis die Spannung etwas mehr wird und danach wieder locker. Und dann rollst du es wieder. Nach hinten bis zur Ferse und dann auch wieder nach vorne Richtung Fuß. Stell dir deinen Fuß so ungefähr mit 2 Linien vor, dass du einmal eher so ein bisschen die Außenkanten von Fuß hast und da ordentlich mit Druck drauf. Aber das gleiche dann halt auch mit den Innenkanten von dem Fuß. Ferse drauf und eher die Innenseite von dem Fuß rollen, Druck drauf geben, langsam bis zum Vorfuß, bis zu den Zehen sozusagen und dann wieder nach vorne. Und das Ganze machst du pro Fuß 3-mal jeweils für 30 Sekunden. Beginne das im Sitzen und falls du dich zutraust, kannst du das Gleiche dann halt auch einfach mal im Stehen machen. Der Vorteil ist, dass du dann viel mehr Druck ausüben kannst und dann noch tiefer in der Gewebe reinarbeiten kannst. Innen und außen, langsam mit Druck, die volle Länge vom Fuß bis nach vorne hin und dann auch wieder in die Gegenrichtung, von dem Zehe bis nach hinten Richtung Ferse. Hier spielt Qualität der Bewegung mehr als Quantität. Es geht nicht darum, so viele Wiederholungen wie möglich zu machen, sondern tief in der Gewebe reinarbeiten und dann diese Punkte zu lösen bzw. das Gewebe etwas weicher zu bekommen. Als nächstes geht es jetzt darum, dass wir die Beugemuskulatur vom Fuß stärken. Und dafür brauchen wir dann so ein Gummiband. Platziere das Gummiband so, dass es die gesamte Fußfläche und deine Zehe auf das Gummiband drauf bleiben. Du sitzt nach wie vor, versuche da das Knie etwas gestreckter zu halten und von dieser Position aus drückst du deinen Fuß nach unten und auch die Zehe komplett runter, um sie dann wieder nach oben zu bringen. Komplett runter, auch die Zehe runterbringen, Fußspitzebewegung. So, als ob du jetzt Gas geben musstest im Auto und dann wieder langsam hochgehen. Wichtig hierbei ist, dass du beides machst. Gezielt nach unten drücken, die Wade musst du dann etwas spannen. Es kann auch gerne dazu kommen, dass du einen Krampf in der Fußsohle bekommst. Langsam und bis nach unten hin. Und gleichzeitig das Gummiband, das würde jetzt halt den Fuß nach oben ziehen und du versuchst langsam dagegen zu halten, dass der Fuß dann langsam wieder hochkommt. Konzentriert nach unten drücken, Fußspitzebewegung, die Zehe kommen nach unten. Langsam zulassen, dass der Fuß wieder nach oben kommt. 8 bis 12 Wiederholungen sollen das werden und davon 3 Serien. Denk dran, dass du immer beide Seiten trainieren solltest. Also, was du auf einer Seite gemacht hast, das gleiche dann halt wieder auf der anderen. Oben die Ferse drumherum, den kompletten Fuß ist auf dem Gummiband drauf, die Zehe sind nach oben gezogen, im besten Fall ist dein Knie gestreckt und dann machst du eine Fußspitzebewegung bis nach unten und langsam zulassen, wie es hochkommt. Fußstreckung nach unten, so weit wie es geht und dann langsam zulassen, wie es nach oben kommt. Über die Zeit ist es wichtig, dass der Training auch immer ein bisschen schwerer wird. Das heißt, im besten Fall sorgst du dafür, dass du so ein Gummiband-Set hast, wo ein leicht, ein mittel und ein schweren Band da vorhanden ist. Du beginnst das Training mit dem leichten Widerstand. Über die Wochen solltest du dafür sorgen, dass auch schwere und noch schwere Übungen bzw. Widerstand dazukommt. Als nächstes geht es darum, dass du die seitliche Bewegung vom Sprunggelenk stärkst und gleichzeitig auch beweglicher bekommst. Dafür sind diese beiden Übungen. Wieder sitzend, wichtig als erstes,
Die Ferse, die soll auf dem Boden bleiben. Du solltest nicht die Ferse hochheben, dann kannst du sicherstellen, dass so viel Bewegung wie möglich im Sprunggelenk bzw. so eine Torsionsbewegung, Verdrehung im Fuß stattfindet. Als erstes werden wir den Fuß nach außen bewegen. Ohne den Gummiband. Es soll erstmal so aussehen, Ferse bleibt auf dem Boden und du bewegst deinen Fuß nach außen und oben. Das heißt, die Außenkante vom Fuß kommt hoch und den Zeh, der wird dann halt eher so nach unten bewegt werden. Wie eine Schaufelbewegung. Nach außen und oben hin. Bleib am Ende von der Bewegung kurz stehen und lass dann das Gummiband wieder los, dass du wieder zur Mitte kommst. Nach außen und oben und dann wieder loslassen. Nicht nur hochheben. Im besten Fall, wenn du deine Hand hier seitlich an den Unterschenkel hinlegst, solltest du denn da spüren, dass du, wenn du die Spannung machst, nach außen oben, dass diese gesamte Muskelgruppe direkt unterhalb vom Knie, in diesem Bereich, da wirst du spüren, dass die Muskulatur angespannt wird. Und jetzt mit dem Gummiband. Du platzierst den Gummiband auf dem vorderen Bereich vom Fuß. Je weit nach vorne, desto schwieriger ist die Übung. Geben wir mal ein bisschen Vorspannung drauf, mit dem anderen Fuß da drauf. Ferse bleibt auf dem Boden und dann bewegst du den Fuß nach oben, außen weg. Oben kurz halten und dann wieder loslassen. Oben kurz halten und dann wieder loslassen. Was man bei vielen Patienten sieht, ist, dass sie genau in dem Moment, wo der Fuß rauskommt, kommt das Knie dann halt rein. Und genau das wollen wir nicht haben. Dein Knie soll stabil bleiben, die Ferse bleibt auf dem Boden und du bewegst nur den Fuß wie eine Schaufel nach oben, außen weg. Oben kurz halten und dann wieder loslassen. Nach oben kurz halten und dann wieder loslassen. Ebenfalls hier sollen das 8 bis 12 Wiederholungen werden und im besten Fall machst du 2 Serien davon. Wenn du das nach außen trainiert hast, dann geht es um die Gegenrichtung. Jetzt wollen wir den Fuß nach oben innen bringen. Und dafür machst du einmal so eine Umrandung von dem Gummiband um deinen Fuß, hältst es jetzt seitlich, wieder bleibt die Ferse auf dem Boden und dann bewegst du den Fuß nach oben und innen rein. Und dann wieder loslassen. Genau wie davor ist es wichtig, dass dein Knie sich nicht bewegt oder so wenig wie möglich. Hüfte und Knie bleiben stabil und du bringst den Fuß nach oben und innen weg. Oben kurz halten und dann wieder loslassen. Hier ist es auch wichtig, dass du es schön im Sprunggelenk spürst. Und die Muskulatur, die aktiviert wird, ist dann halt diese Innenmuskulatur. Einmal ohne den Gummiband. Ferse bleibt unten auf dem Boden. Im besten Fall ist das Knie in 90 Grad gebeugt. Und dann machst du so eine Schaufelbewegung nach oben und innen. Diese Falten im Fuß, die sollen entstehen. Das wäre die Längsgewölbe von deinem Fuß. Hochheben, halten und dann wieder los. Hochheben, halten und dann wieder los. Genauso wie bei der Außenseite, 8 bis 12 Wiederholungen und 2 Serien davon. Und wenn du mehr über die Zusammenhänge in deinem Körper verstehen möchtest, statt nur Symptome zu behandeln, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unseren 2 letzten Übungen. Als nächstes geht es um den Aufbau der Muskulatur, die dein Längsgewölbe, also genau die Stoßdämpferfunktion, die wollen wir jetzt halt aufbauen. Und dafür müssen wir, oder das Ziel wäre, dass wir bei der Übung vor allem den Bereich hier, wenn der Fuß zu platt ist, fällt es ja nach innen und dadurch fällt das Knie auch nach innen. Was wir wollen, ist, dass genau diesen Bereich besser vom Boden hebt, dass dein Fuß nicht so platt ist. Und dafür brauchen wir dieses Handtuch. Zu Beginn kannst du die Übung auch nur mit dem Handtuch machen. Ferse bleibt auf dem Boden, das Handtuch ist gestreckt. Je flauschiger das Handtuch, desto leichter ist die Übung.
Wenn es härter ist, dann müssen deine Muskeln etwas mehr arbeiten. Ferse auf dem Boden und dann versuchst du mit den Zehen und dann halt auch den Bereich hier hoch zu heben. Und dann wieder loslassen. Und wieder nochmal. Ferse drauf. Handtuch greifen mit den Zehen, aber nicht nur krallen, sondern wichtig ist, dass du den Bereich hier, diesen Bogen, der muss geformt werden. Wenn der Bogen sie nicht erhöht, dann nimmst du nur die Beugemuskulatur vom Zeh und hast dann weniger Effekt auf das Längsgewölbe. Genau hier in der Mitte muss es sich heben. Ferse drauf, bisschen Gewicht auf das Knie drauf und dann mit dem Zehen den Bogen ordentlich hochheben, dass ein guten Bogen geformt wird. Und dann wieder loslassen wie eine Raupe. In Zukunft wäre dann noch wünschenswert, dass das Handtuch dich mehr Widerstand anbietet. Also platziere irgendein Gewicht vorne auf die Spitze drauf, wie zum Beispiel auch ein Kilo Mehl oder irgendwas. Ferse drauf, Zehe gut auf den Boden und dann versuchst du das Gewicht zu dir zu ziehen, die Ferse nicht hochzuheben und hier schön den Bogen zu formen und wieder loslassen. Und nochmal das gleiche, Ferse drauf, Zehe drauf, das Gewicht zu dir ranziehen und immer größer werden, bis hier ein ordentlicher Bogen geformt wird. Wenn du die Übung auch richtig machst, wirst du fast einen Krampf auslösen, weil viele von uns haben einfach zu schwachen Fußmuskel und trainieren diesen Bereich nicht gezielt. Und nochmal von vorne. Ranziehen, Bogen aufbauen und dann wie eine Raupe wieder lösen. Auch hier solltest du versuchen, 12 Wiederholungen zu machen. Langsam und konzentriert, dass du die Muskulatur gut ansteuern kannst und dann wieder lösen. Du machst eine Serie auf eine Seite, lässt deinen Fuß dann ruhen und in die Zwischenzeit machst du dann auch den anderen Fuß. Ferse drauf, bisschen ablehnen auf das Knie, versuch das Gewicht zu dir reinzuziehen. Hier wird es ordentlich rund. Und dann die Ferse wieder nach hinten. Und wieder von vorne zu beginnen. Ranziehen, heben, hoch, rund werden lassen und dann wie eine Raupe wieder los. Und auch da 8 bis 12 Wiederholungen und im besten Fall 2 Serien davon. Und für unsere letzte Übung steigern wir dann die Beweglichkeit von den Sprunggelenken und machen auch eine Dehnung der Wade. Nimm einen Stuhl, einen Tisch, irgendwo, wo du dich festhalten kannst. Stell dir mal hin, das Bein, das du trainieren willst, das bringst du jetzt halt nach hinten mit einem großen Schritt nach hinten. Das vordere Bein, das kommt jetzt gebeugt. Jetzt gehst du so weit nach hinten, bis deine Wade anfängt zu dehnen. Und dann gibst du noch einen kleinen Schritt nach hinten, minimal, dass du gerade so das Gefühl bekommst, dass du die Ferse nicht auf den Boden hinbekommst. Verlagere dein Gewicht hauptsächlich auf das hintere Bein und in dieser Position versuchst du nun kurz ein bisschen in die Knie gehen, auf das vordere Bein und wenn du hier jetzt beugst, Knie dort bleibt komplett gestreckt, Ferse bleibt auf dem Boden, Dehnung wird erhöht, bisschen wieder loslassen, dass die Spannung nachlässt und dann wieder rein. Ordentlich in die Beugung nach vorne, Ferse bleibt auf dem Boden, die Wade dehnt. Und dann ein kleines bisschen wieder loslassen. 15 Wiederholungen machst du davon. Bisschen in die Dehnung reingehen, Sprunggelenk schön nach vorne bewegen. Das brauchst du, wenn du die Treppe läufst. Und dann die Spannung wieder loslassen. 15 Mal auf einer Seite und dann einfach mal tauschen. Das andere Bein kommt nach hinten, Knie ist durchgestreckt, so dass die Ferse gerade so vom Boden hochheben würde. Das vordere Bein ist gebeugt. Und dann vorne in die Knie gehen, Dehnung in der Wade erhöht und du siehst da auch gleich, wie die Ferse hochkommt. Also Druck drauf, Ferse auf den Boden, vorderes Bein beugen und dann ein bisschen wieder loslassen.
vorderes Bein beugen und dann wieder loslassen. Du gehst nur von mehr Dehnung, mehr Druck auf etwas weniger Dehnung, weniger Druck. Und das 15 Mal, was dann so plus minus 30 Sekunden geht. Und im besten Fall machst du das Ganze auch hier 2-mal. Wenn du Kniebeschwerden hast, integriere diese Übungen für deinen Fuß. Du wirst merken, wie deine Beschwerden weniger werden. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!